Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen mittlerweile die 8. Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich habe heute einen Gast, der in München seit über 15 Jahren am Start ist, der hier viel gesehen hat, der viel erlebt hat, und wir haben ein sehr, sehr interessantes Interview geführt. Der Kanake ohne kriminellen Absichten, aka Coca Slim, sitzt neben mir. Artist Talk 8, viel Spaß. Lacho Divis Cosengo, willkommen in Alemania. Polizeistaat, Diktatur in Barbaria. Und jetzt frag sie mal, wer hat die besten Lines? Sie wollen testen, weil wegen mir haben auch Lesben Streit. Fick die AfD. Jetzt hasse mich wer will. Ich bin hier nicht der breiteste, doch pass hier nicht ins Bild. Es ist alles wie gewohnt. Servus. Servus. Was geht ab? Alles gut, bei dir? Auch alles cool. Du hast gut hergefunden? Yes, mit der U-Bahn. Standard. Super, dann lass uns gleich mal direkt anfangen. Ja. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Und wie hat das bei dir alles angefangen, dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt meine ersten Tracks? Was hat dich inspiriert und wer? Ich glaube, ich bin wie jeder zu Hip-Hop gekommen. Nee, Hip-Hop ist zu mir gekommen. Ich stand da, an einem Tag stand ich an der Bushaltestelle und da kam Hip-Hop und hat gesagt, Bruder, gib mal ein bisschen Gas hier in der Stadt, muss ich mal was tun. Nee, Schmarrn, wie alle, glaube ich. So 90er Hip-Hop, Tupac, Dre, Snoop, diese ganze Death Row Ära, Mobb Deep, East Coast, also die Zeit, so, was man so mitbekommen hat, glaube ich, hat mich dann auch angezogen. Ja, und dann eigentlich fing das alles an als Hörer, als Hip-Hop-Hörer. Und ich fand das halt geil, dass es schon sehr jung war ich da fand ich das schon geil, dass man ein Genre hat, wo man das sagen kann, was man will. Also nicht immer alles nur nach Liebe klingt, Ja, nicht alles so Blümchen ist, nicht alles so weißt du, was ich meine, so Backstreet Boys mäßig und Songs für Frauen. Das war halt dann mehr schon so rougher und aggressiver und das feiert man halt als Jugendlicher so. Schon so ein bisschen Rebellen. Der Rebell, ja. Ja, so ein bisschen den Rebellen rebellenmäßig. rauslassen, hier, dies, das. Ja, irgendwann, also du wirst wahrscheinlich wissen, wie kam ich dazu, dass ich dann irgendwann auf Deutsch angefangen habe zu rappen wahrscheinlich. Genau, dass du Und, irgendwann gesagt hast, okay, hey, jetzt habe ich auch Bock. Ja, das war eigentlich relativ früh. Ich glaube, ich war 15, wo ich meinen ersten deutschen Text geschrieben habe. Also da kannte ich noch keinen in meinem Umfeld oder ich kannte niemanden, der das schon auf Deutsch machen wollte, weil es war ziemlich uncool zu der Zeit. So Hip-Hop war immer Englisch und die Leute, mit denen du abhängst, waren immer so auf Deutsch-Rap. Man kannte, glaube ich, nur Blumentopf zu der Zeit und diese Fantastischen Vier und das so richtig ganze Wacke. ja. Also das Wort Wack finde ich an sich schon wack, aber es war einfach wack. Ja, Digga, es war einfach Also man komisch. konnte sich damit nicht identifizieren. Ich will denen nicht die Kunst absprechen, die gemacht haben. So, es ist immer noch mit Wörtern spielen. Es ist ja es ist eine Kunst, ne, so für sich. Aber man konnte sich damit weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir war oder bei deinem Umfeld, aber ich konnte mich damit nicht identifizieren, weil ich habe mich so nicht gesehen, wie die sich präsentiert haben. So, für mich war Rap immer so, präsentier dich, wie du bist. Und das waren die nicht. Sammy Deluxe habe ich gefeiert, Cool Savage, als ich das erste Mal Lutsch mein Schwanz gehört habe. Habe ich mir auch gedacht, boah, geil. So, kennst du es als Jugendlicher, so, boah, voll die Ausdrücke und so, was macht der da? Aber sonst, wo ich angefangen habe, auf Deutsch zu rappen, kannte ich eigentlich noch keine Deutschrapper, wo ich gesagt habe, krass, so will ich das auch machen. So, das kam eigentlich erst viel später, wo du gesehen hast, hey, die Leute reden wie du, die machen Deutschrap. Aber es war halt dann nicht in München, außer damals halt Feinkost Paranoia davor und EMF. Ich kann die zwei immer nicht unterscheiden. Ich weiß nicht, wer es war. Das ist irgendwie ein Ding gewesen. Schon, ne? Ja, also irgendwie, also wie ich das mitbekommen habe, Feinkost Paranoia und EMF war eine große Crew. Crew. EMF war eher sogar noch Ja. die Weiterentwicklung quasi so Glutexo-mäßig. Okay. Ja, das war das, was man so gehört hat aus München. Da war ich noch relativ jung. Also ich habe das auch gar nicht. Ich war voll verwundert, als ich das Video von, wie heißt der? Dem Waggon. Edelmann? Irgendwo in einem U-Bahn-Waggon, aber draußen irgendwo verlassen. Das sind voll viele im Video. So. Ich glaube, das war auch ein Neuperlacher Video. Edelmann, wie hieß denn der? Edelmann kann sein, Digga. Ich kenne W78, damit wurde ich therapiert von Kandala. W78, cooler Kerl, Alter. Habe ich schon mal kennengelernt. Ja, der ist am Start. Ist auch krasser Sprüher und so.
Der ist nice, Mann. Der ist lustig, der Typ. Ja, aber ich meine diesen, naja, auf jeden Fall, wer es noch kennt, ich weiß nicht, Edelmann, Edelmo, irgendwie sowas. Hat ein Video gehabt und hat, da waren so lauter Leute im Hintergrund und. Kandala hatte noch so ein Afro und so. Kann sein. Ich glaube, da war der auch dabei. Der war dann noch voll jung und hatte so ein Afro. Auf jeden Fall, da war ich noch richtig jung, als ich das gesehen habe und dachte mir so, boah, krass, Alter, die sind hier auch aus München und so. And nice. Da muss man da wiederum sagen, danach kam die deutsche Hip-Hop-Welle mit diesen Agro-Berlin-Nummer, was halt dann so richtig alles hochgenommen hat. Aber Feinkost war halt dann doch eher schon früher am Start, nur hatten halt diese Reichweite leider nicht. Ne? So, deswegen ist es halt dann so irgendwie ein bisschen, ja, das auch noch. Sinbad kenne ich. Oder habe ich mal kennengelernt? Sinbad? Kenn ich auch nicht. Kennst du auch nicht? Nee, ich kenn Jamerson noch. W78. Okay, den habe ich ab und zu mal getroffen, den Sinbad. So, war auch nette Gespräche, aber jetzt so persönlich wir hatten nicht viel miteinander. Nee, kenne ich ja nicht, ich bin ja viel zu jung. So. Aber dann hast du auch irgendwann, also habt ihr dann irgendwie euer eigenes Studio aufgebaut? Ich kam, ja genau, da wollte ich hin, ich schweife mal ab. Irgendwann, ich weiß nicht, wann war das, mit 18, glaube ich, habe ich meinen ersten eigenen Song aufgenommen. Dann kam ich zu Headhunt Records nach Milbertshofen, weil mein Umfeld war nicht so auf Hip-Hop oder auf. Wir waren schon Hip-Hop so, aber in meinem Umfeld hat keiner gerappt. Ich hatte sehr viele türkische Freunde und die waren dann nicht so auf dem Film rappen und so. Ich war immer der Einzige, der das irgendwie. Erst habe ich gebreakt, dann war ich DJ, dann und das alles noch im Freizeitheim. Dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und auf Deutsch zu rappen, aber zu der Zeit war das halt noch sehr, sehr uncool und noch nicht so. Wenn jetzt jemand rappt, ist der Shit. So, weißt du? Und damals, Rap, Alter, da war das so, was? Du rappst auf Deutsch und auf Deutsch rappen ist so schwul und bla bla bla. Und das war halt dann schon ein Kampf irgendwo, so sich ein bisschen durch. Und dann kam ich nach Milbertshofen und da waren die Jungs dann so, da war voll das Game, Alter. Also, die Jungs hatten Gleichgesinnte gefunden? Ja, also nichts gegen No Front an der Stelle, gegen meine Jungs so. Also, die sind auch alle real oder bla bla, aber nicht in dieser Hip-Hop-Schiene gewesen, ne? Und mit der Zeit kam ich halt irgendwann nach Milbertshofen, hat ein Spätzl von mir, den Chavez, kennengelernt. Und der hat mich dann, den habe ich dann kennengelernt. Und er so, was, du rappst auch? Ja, dann komm mal zu uns nach Milberts ins Studio bei dem Spätzl. Der hieß U-Tech, der hat für uns dann die Beats gemacht, aufgenommen, abgemischt, Videos. Also der Typ hat alles alleine gemacht. So. Heute, wenn ich drüber nachdenke, merke ich erst, was der Typ eigentlich alles alleine für uns gemacht hat. So. Und das wurde halt dann mit der Zeit irgendwann zu viel mit ein paar Alben releasen und Marketing machen, Videos schneiden, die Songs abmischen, aufnehmen, mastern. Also das hat er komplett alleine gemacht. Plus seiner Tätigkeit noch, seinen beruflichen. War schon krasse Zeit. Ich habe das ehrlich gesagt noch so verschwommen in Erinnerung, weil ich war zu der Zeit immer sehr, sehr bekifft. Ne? Und ja, da vergeht die Zeit schon ziemlich schnell und uns war gar nicht so bewusst, was wir da eigentlich auf die Beine hätten stellen können. Oder mir zumindest, ich rede jetzt von meiner Sicht. Wir hätten da, glaube ich, schon viel mehr reißen können. Wir hatten auch gute Künstler in unseren Reihen, aber du weißt, wie das Leben so mitspielt. Nicht jeder ist immer diszipliniert, nicht jeder ist immer fokussiert. Und wenn du halt zu viel raus, zu viel säufst, zu viel dies und das hier und da machst und dein Umfeld, der eine geht in den Knast, der eine ist abgeschoben, der eine da, dann fickt das irgendwann deine Mentalität, so, weil du dir... Schicksalsschläge. Weißt du, so, ja. Und irgendwie hat sich das Ganze dann auseinandergelebt. Ja, ich war halt bei Headhunt Records dann, von 2004, 2005, sowas, glaube ich, bis... Also das letzte Release, ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel released. So. Also ich habe jetzt kein Mixtape oder kein Album draußen. Aber wir haben einige Songs gemacht und die Leute hier in der Stadt wissen eigentlich auch, dass wir damals am Start waren. Gibt halt immer heutzutage, glaube ich, keiner so zu. Ich bekomme da nicht mit, dass wir so oft erwähnt werden. So. Aber so Headhunt Records war den Leuten damals ein Begriff. Auf jeden Fall. Eines deiner ersten Releases, wo ich jetzt recherchetechnisch darauf gestoßen bin, war dein Halt die Fresse bei Agro TV. Das war Halt die Fresse, kam erst 2011, 12, sowas. Irgendwie so, ja. Also mein erstes richtiges Release war eigentlich, also mein einziges, das war ein Feature damals, das war dieser All-Star-Track. Mit Kandala und so. Wo Kandala mit dabei war und Semi B, Flowzilla. Ja. Da waren einige Rapper mit drauf. War auch Agro TV oder 16 Das war eigentlich, wer hatte das gemacht? Der Johnny hatte das gemacht. Johnny Suicide damals. Der mittlerweile Tätowierer ist und so. Genau.
Ja, das war auch eigentlich eine krasse Geschichte so. Es war eigentlich gar nicht so geplant. Also eigentlich war das nur so, hey Bro, wollen wir zusammen einen Song machen? So, ja, machen wir. Ey, da sind noch mehr Leute mit drauf. Hast du Probleme mit denen? Wer wär's drauf? Der und der? Ja, okay, nee, kein Problem. Dann wurden es immer mehr Leute. Dann ich so, okay, nice. Nehmen wir einen anderen Beat, weil der ist dann schon für den Song ein bisschen dies, das. Ja, nee, passt schon, das machen wir, weil das war ja ein Beat von DJ Khaled. Ne? All I do is win. Achso, es war noch. Das war All I do is win, 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 bla bla bla. Und der so, München ist King, King, King. Und dann haben wir das halt gemacht. Und dann hieß es, ja, dann drehen wir noch ein Video dazu, weil alle sind down damit. Ich so, okay, machen wir. So, also weißt schon, so bin ich damals die Sachen angegangen. Weißt du, so komplett spontan, einfach hier machen wir da war ich halt damit drauf. Das Gute ist an diesem Song, er hat mir dann das halt die Fresse natürlich gebracht, weil dann der Axel darauf aufmerksam wurde und hat gemeint, ey Bro, hat mir auf Facebook geschrieben, du hast einen guten Flow, nice Stimme, ich will von dir ein HDF. Und das war auch ein Zufall, dass ich das gelesen habe, weil ich habe zu der Zeit angefangen zu arbeiten im Tengelmann, okay? So teilzeitmäßig oder Vollzeit, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe Geld gebraucht. Da war ich da in der Arbeit und dann kam ich nach Hause total platt, Handy gesperrt, zu Hause kein WLAN, so bei meiner Mom, weißt du, so sitzt du da, lieg im Bett, da habe ich noch bei meiner Mom gewohnt und dann dachte ich mir, ich kann nicht pennen, bin ich schnell ins Internetcafé rüber, habe mich reingesetzt, bisschen Facebook, siehst das. Und dann sehe ich so die Nachricht, so, yo, bla bla bla, ich würde gern von dir ein HDF drehen. Ich dachte erst, irgendjemand will mich verarschen. Dann habe ich geguckt, mit wem ist der befreundet, dann sehe ich so, okay, der hat ein paar Rapper als Freunde. Da habe ich mir gedacht, Alter, der meint das ernst. Habe ich mit ihm geschrieben. Er so, ja, morgen bin ich in München mit B-Tight und dann würde ich gerne eins von dir drehen. Ich so, Diggi, morgen muss ich arbeiten. So, weißt schon, so diese scheiß Arbeit, die hat mein Leben gefickt, Alter. Wenn ich dir sage, ich habe mich immer fürs Falsche entschieden, muss ich dazu noch sagen. Auf jeden Fall dann, ich muss arbeiten, können wir das am Sonntag machen. Ich habe jetzt auch, also für den HDF wollte ich einen freshen, neuen Track schnell machen. Ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie den alten rauszunehmen, den ich jetzt hier vor, keine Ahnung wie viele Monaten oder... Man also, weiß doch, das sehen man viele nimmt ja auch Leute. Genauso, dann hattest du so, okay, Alter, so, lass mal HDF drehen. Ich so, okay, können wir das Sonntag machen? Dann bin ich am Samstag in die Arbeit. Hab dann den U-Tech damals geschrieben. Das war so my man sozusagen. Das war unser Manager, der Producer, der alles für uns gemacht hat. Eigentlich waren es zwei. Der Siri, schönen Gruß an der Stelle, Alter. Die zwei Jungs, also diesen Film an mein Herzen, Alter, beste Jungs auf jeden Fall. Ohne die würde es mich gar nicht geben, so in dem Fall, weil ich hatte nie die Möglichkeit, irgendwo aufnehmen zu gehen, außer bei denen damals in der Zeit. Wie gesagt, hat ja keiner Rap gemacht, außer die ich hier dann kennengelernt habe. Und er hat es dann gemanagt, dass er dann irgendwie den ganzen Tag mit Axel unterwegs war und mit B-Tight und immer schön die Connection aufgehalten. Und zu der Zeit haben dann aber auch andere Rapper HDFs gedreht. Also auch Typhoon Science wurde am selben Tag. Ja, die haben das irgendwie so gemacht, dass sie einmal nach München gefahren sind, haben dann so direkt komplett alles mitgenommen, genau, was so geht. 5, 6 Leute abgedreht. And viele, die haben viel, ich will gar keine Namen nennen, die haben viele aufgenommen. So. Aber es kam halt nicht jeder raus. Was ich mir allerdings von meinem gewünscht habe, das muss ich jetzt echt offen sagen, ich habe da angerufen bei Agro Berlin, habe dann gesagt, hey Leute, ich komme nach Berlin, lass ein neues HDF drehen, weil ich habe das über Nacht gemacht. Und kennst du das, wenn du so du nimmst einen Song auf und du hörst ihn dir eine Woche später an und denkst dir so, boah, Alter. Das ist wie besoffen, einen Song machen. Da hätte ich mal lieber ein bisschen, so ging's mir halt. So viele haben gesagt, boah, endkrass, dies, das, böse Lines, bla bla bla. Aber du weißt selber, wie es ist. So. Du selber denkst dir so, ich hätte es noch besser machen können eigentlich, weißt du? Und jetzt ist das Ding schon im Kasten, der Typ war schon hier, dies, das. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis der Scheiß rauskam. So, also es war im November, haben wir es gedreht und am Juni, an meinem Geburtstag, während ich wieder in der Arbeit stehe, mit gesperrtem Handy, kein Internet, nothing, so bekomme gar nichts mit. So, und dann kam Pretty Mo in den Laden, so einkaufen. So, hey, es geht, also alles Gute. Ich so, ja, Dankeschön. Also ja, alles Gute. Nochmal. Ich schaue ihn so an, ist der wieso? Ich so, sag mir nicht, HDF ist draußen. Also doch, dein HDF ist draußen. Ich bekomme nicht mal eine Nachricht, dass mein HDF draußen ist. Ich sehe es einfach so auf meinem Facebook, wenn ich nach Hause komme. Verstehst du? So war das HDF dann draußen, ohne Ankündigung, ohne gar nichts. Dann habe ich dem Axel nochmal geschrieben, ich so, Digga, so an meinem Geburtstag oder was? Also echt, hast Geburtstag, alle Jute und so, dies, das, bla bla bla, alles geklärt. Also das ist schon dick, die Redaktion feiert es, deine Lines sind nice. Ich persönlich finde auch, die Lines sind ja eigentlich schon nice. Ich habe krasse Punchlines da drauf. Ich habe mir eine Nacht lang den Kopf, während die anderen da drüben saßen und sich Human Centipede angeschaut haben, saß ich da und hab den scheiß Song geschrieben. So. Ja, voll auf Emotionen so. Ja, eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur so einen
krasse Punchlines reinhauen, um so irgendwie zu beeindrucken. Ich wollte jetzt keinen Themensong machen, ich will jemandem eine Message. Also zum Beispiel Typhoon hat einen krassen Song rausgehauen an dem Tag. Das war, den hat er auch in Milbertshofen gedreht. Das war ein krasser Song. Der war so deep-mäßig unterwegs. Der war sehr deep, der war dies, das. Und ich hab halt ich war halt in diesem Film so, ich mache jetzt so eine Punchline-Orgie einfach, wo total sinnlos ist, aber Hauptsache die Lines knallen. Das war halt mein Gedanke. Das ist das, was immer jeder bei mir so sagt, so, hey, mach doch mal einen Song, erzähl mal einen Song über irgendwas, Alter. So, aber ich lasse immer gerne Sprüche klopfen. Und das wollte ich halt bei diesem HDF gerne machen. Aber wie gesagt, so eine Woche später habe ich mir gedacht, okay, die Hook hättest du anders machen können oder vielleicht den Flow ein bisschen mehr Elan rein oder irgendwas, weißt schon, du kennst es ja und bla bla bla. Aber dann war es halt schon draußen und das war halt dann ging es eigentlich so, dann war das los, was ich eigentlich gar nicht erwartet habe, weil die Leute fahren ja voll drauf ab, so, wow, warum hast du ein HDF, dies, das. War noch was Besonderes, HDF war damals richtig was Besonderes. Aber genau zu der Zeit war es eigentlich, also man hat schon gemerkt, okay, jetzt kommen nicht mehr so die krassesten Künstler, sondern mehr so Newcomer, aber es war trotzdem noch so ein krasses Portal. Aber HDF hat viele Leute auch rausgebracht. Nate 57. Chelo und Abdi. Überheftig. Nee, Schmarrn. Dings, Haftbefehl auch. Seine HDF-Videos waren richtig krass. Ja, sein HDF war krass. Der hat richtig krass gesagt. Automatik war noch richtig am Majo Start. wurden dann auch entdeckt von Farid. Ja, genau. Jasko Majo. Das kam eine Woche nach mir oder vor mir, glaube ich. Das HDF erlebt. Ich kenne die Zeit noch richtig. Auch 187 und so. Ja, da das war schon krass. Kennst du auch Grüne Medizin? Ja, der Name sagt mir was. Aber ich glaube, ich habe mich niemals... Ich höre auch nicht so viel Deutschrap, weil jetzt ist es voll krank geworden. So, früher musstest du suchen nach Deutschrap-Songs. Anständigen Deutschrap, ja. Und jetzt hast du so... Du weißt gar nicht mehr, wohin du hörst. Und zweitens weißt du auch gar nicht mehr, wer das alles ist, weil alles klingt gleich. Ja, alles ist sehr, sehr gleich. Ich sage immer, Deutschrap ist wie eine Rasierklingenschachtel geworden. Alle klingen gleich. Weißt du, was Azad mal gesagt hat zu diesem ganzen Thema? Azad hat mal gesagt, der ist schon so lange im Game und er sagt, der hat schon so viel gesehen und Deutschrap ist immer so wie so ein Kochtopf, der auf einer Herdplatte steht und 5 Jahre lang wird dieser Kochtopf hochgekocht und dann irgendwann schäumt er über und der flacht aber dann auch wieder ab und dann kommt wieder was anderes und dann schäumt es wieder über. Weißt du, so, es passiert immer was läuft, alle springen darauf auf, machen so. Aber ich glaube, es ist nicht nur bei Deutschrap so, oder? Ich denke, in Amerika ist doch genau dasselbe Film. Nur, dass die es halt dort vielleicht anders handhaben und nicht diese Missgunstgesellschaft haben wie hier. Weil hier sucht man halt sehr viel nach Fehlern. Weißt du, es gibt so viele Rapper, ich komme aus einer Zeit, Alter, da wurde Rap, es war schon so, als ob du ein Behinderter bist, so, wie du rappst. So, heute ist es, ach, du rappst. Und irgendwann ist es so, ach, du rappst jetzt auch. Verstehst du, was ich meine? Yeah. So, das ist... Erst warst du du rappst. Ja, und dann so, du rappst. Echt? Rappst? Und jetzt, ach, du rappst auch. Ja, du rappst. So, ja. So, weißt schon, das ist irgendwie... Ja. Die Leute hier, wir sind sehr spät dran immer, wir sind end hinterher. Ja, wenn ich überlege, die Headhunt-Zeit, wenn die jetzt wäre, wenn wir einfach nur 10 Jahre später mit der Scheiße angefangen hätten, Alter. Deutschland ist auch immer so 10 Jahre hinter Amerika irgendwie. Und München ist nochmal 10 Jahre hinter allem. Ja, das Weil eigentlich nicht. Aber dann wiederum doch. Verstehst du, was ich meine? Weil die Leute hier haben was drauf. Wir sind sehr, sehr, wenn man Feinkost sieht, so, die waren voll ihrer Zeit voraus. Dann, Mann, ich weiß nicht, wer zu unserer Zeit auch noch gerappt hat. Diese Bezirk irgendwas vom Sunny. Hat er doch letztens irgendwas erzählt. Da, B24. Genau, so. Der Amir und so. Diese ganzen Jungs von Messe. Die haben zu der Zeit auch krass rasiert. Dann gab es noch Munich Nordside. Von uns so aus dem Norden. Die haben auch krass rasiert. Dann Tilosch sowieso mit Münchner Respekt gekommen. Bam, alles weggefickt so. Verstehst du? Da gab es schon diese Mike J Undercover hatten dann Bam. Also Dreh das W2NM, alles gefickt hier. So. Auf einmal waren alle auf diesem Fick die Polizei. Polizei ist Mafia-Nummer. Aber was dann fehlt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das die Stadt ist, die uns dieser Sumpf, München ist so ein Sumpf für mich. Es ist ganz Deutschland ist so ein Swimmingpool und München ist so ein Sumpf. Ich glaube wir müssen halt erstmal aus diesem Sumpf raus. Dass jetzt mal angenommen, du bist in Berlin oder in Hamburg oder so und du bist ein cooler Untergrundrapper. Mhm. Was im Endeffekt ein Undercover, ein Mike J, ein Tilosch alle sind. Und die machen Selfmade, arbeiten die hart, kriegen einen guten Sound an Start, so, kriegen gute Videos an Start, kriegen auch Plattformen an Start, wie 16 Bars, Akro TV, bla bla, machen auch gute Vorgruppe von Künstlern und so. Was die Münchner da nicht haben,
die heben sich alle auf einen Punkt an. Undercover Mike Jackman, 400.000 Klicks hier, Tilosh da, 300.000 Klicks, dieses. Aber an den Punkten, wo die dann sind, greift dann normalerweise ein Major-Label ein und greift die ab und sagt jetzt, okay, Bro, hier, wir investieren jetzt 150.000 Euro in dich. Ja. Mach, was du willst. Aber diese Punkte, da kommen die Münchner gar nicht hin. Die werden dann einfach fallen gelassen und dann siehst du bei den München halt immer wieder, die gehen hoch, denkst du, okay, jetzt geht's los. Dann flacht es einfach wieder ab. Also, ich kann nur aus meiner Sicht, ich weiß nicht, was bei den Jungs so gelaufen ist. Ich weiß, es lief nicht immer alles gut, so auch privat wahrscheinlich, oder weil irgendwas muss ja sein, dass du dann irgendwie nicht mehr am Ball bleibst. Weißt schon so. Ja. Bei mir war es, ich hatte halt dann echt, ich will jetzt nicht groß rumjammern so, aber jeder hat so seine Probleme im Leben und ich halt auch. Und da war halt die Motivation auch eine kurze Zeit weg oder eine lange Zeit wegen. Ich kann jedem nur raten, wenn du Talent besitzt und wenn du kreativ bist und wenn du irgendwie denkst, du könntest irgendwas aus dir machen, dann fang keinen Vollzeitjob an, bevor du dein Ding gemacht hast. Weil dann bist du in einem System gefangen, was dich zwingt, auf ein paar Sachen zu verzichten. Diese Sachen könnten aber vielleicht dein Leben verändern. Ja. Verstehst du? Und da musst du halt schon gucken. Wenn du nicht verheiratet bist und du hast keine Kinder am Start und du bist noch klar im Kopf, dann gib dir selber so 5 Jahre und sag, hey, ich gebe jetzt Gas in der und der Hinsicht, weil irgendwann, ich glaube an Geduld. Mittlerweile glaube ich sehr an Geduld. Hat sich in den letzten Jahren sehr bewiesen, dass Geduld eigentlich das Beste ist. Und da kann ich nur jedem empfehlen, Vollgas zu geben. Ich weiß nicht, was bei den Jungs passiert ist, aber ich kann aus meiner Sicht nur sagen, da hat halt Motivation hat gefehlt. Wie du sagst, dann, es kommt halt auch keiner auf dich zu. Es kommen eher so, wie sagt man, Hindernisse. Ja, Hater so. Hindernisse. Wir hatten Auftrittsverbot in der ganzen Stadt. Warum? Diesen Assos. Die Assos wollen wir hier nicht haben. Feuerwerk. Schönen Gruß an Feuerwerk. Diese Missgeburten. Ich weiß, ihr seid alle Menschen, ihr seid alle Hip-Hopper und so. Aber die Wahrheit ist, also wenn ich hier richtig loslege, dann wird's mies. Aber schau mal. Ich hatte auch schon mal etwas mit einem Veranstalter. Da habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, hey Bro, im Endeffekt würde ich dir den und den und den und den bringen. Lass mal Party machen. Und die gesagt, hey Digga, wir machen hier immer noch Rap und wir wollen hier keine Schlägereien und ja, so. assoziieren ist mit Schlägereien. Ja, und ich denke mir auch, Digga, die Leute, die ich da bringe, diese Liste an Namen, das sind krasse Leute in dieser Stadt. Digga, egal ob Schlägerei oder nicht, wenn dieser Typ krass ist und er hat seine Fanbase, die jeder von uns zu seiner Zeit irgendwie hatte, ja, ich hasse es, über Vergangenheit zu reden die ganze Zeit. Aber ich erzähl dir mal eine Geschichte. Kennst du noch die Veranstaltung München braucht Rap? Nee. Aber ich hab glaube ich, einen Flyer gehört. Ja, die hat damals der Rodrigo gemacht, nicer Typ. Er hat im Feuerwerk, in diesem, wie heißt das, Sunny Red, die kleinere Halle daneben beim Feuerwerk, hat er eine Veranstaltung gemacht, München braucht Rap. Da sind halt einige Künstler aufgetreten, so wie Dope House zum Beispiel. Die kennst du, glaube ich, auch. Ja, die waren geil, Alter. Also was heißt, die sind immer noch nice, die gibt's immer noch. Da gibt's aber auch, die haben sich irgendwie, einer macht auch Solo, gell? Oder? Die sind ja eigentlich eine Gang, so Dope House, das ist ja so Cello Abdi-Style. Die sind zu dritt, das ist der Cruzo, das ist der Broke, also der Jutti, der Mike Jermaine und noch einer war das, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, verzeih mir, Bruder. So, und der Victor hat das Ganze so ein bisschen gemanagt auch und so. Also das sind nice Jungs, die haben auch ganz andere Musik gemacht, also die haben Rap gemacht, aber auf melodiöse Basis. Sehr melodiös, immer schön und immer noch Hip-Hop, voll straight. Und du hast so richtig so das Gefühl gehabt, okay, die haben schon Ahnung von Musik und so. Zwar noch in den Anfängen war es noch anfangsmäßig natürlich, aber irgendwann, also mein Lieblingslied war damals dieser Song Karma, krass. So, hat voll abgerissen, Alter. Jeder kannte die. Die Bude war voll mit den Jungs. Also die sind gekommen, die hatten einen Auftritt mit uns und deren Leute waren überwiegend da, so. Verstehst du? Ja. So, da hast du schon mal gesehen, okay, die Jungs haben eine Fanbase, die Jungs haben Potenzial, wieso kommt da keiner und sagt, hier, klatsch. Wie du gesagt hast, mach mal was. Dann, an dem Abend, gab's dann, wir hatten Auftritt. Wer hatte noch Auftritt? Also einige Rapper hatten Auftritt. Und an dem Abend kam halt auch Mike J mit seiner Gang, mit den Neuperlachern, aber er hatte keinen Auftritt. Und so Mike J wollte aber auftreten. So, weißt du? Aber die dann so, nee. Und ich glaube, die haben dann selber gefragt, ob die kurz auftreten können. Und der Veranstalter so, nee und so, das Ding ist schon alles voll und bla und dies und das. Und dann kam er zu mir.
dann haben wir gequatscht. Und er so, hey Bruder, wenn ich nicht auftreten kann, weißt schon, so 30 Neuperlacher stehen vor der Tür, die ganzen Leute da drin, so alle schon so, Alter, scheiße, jetzt gibt's Schlägerei, du weißt, wie es ist. Und Slim, klär mal bitte. Ich will mich jetzt nicht hinstellen als dies und das, aber er kam halt zu mir, dann bin ich zu diesem Typen hingegangen, habe gesagt, hey Diggi, bevor wir auftreten, lass halt kurz den Mike auf die Bühne. So. Ja, aber der steht nicht in Planung und wir haben keine Zeit mehr. Ich so, Digga, hier muss doch keiner irgendwie danach seinen Flug nehmen, chill deine. Lass doch seinen Typen rappen, so. Besser, lass ihn rappen. So, weißt schon. Und dann gab's halt ein paar Drohansprachen an irgendwelche Leute da drin. Ich fand's halt lustig, total zur, wie ich war, so. Und Mike J wollte unbedingt rappen, hat er dann auch gemacht. Aber was ich damit sagen will ist, der Typ hat auf der Bühne voll krass abgerissen. Jeder weiß, dass Mike J ein krasser Rapper ist. Ich wusste schon damals, dass der Typ ein krasser Rapper ist, so, okay? Wie sagt man, no Schleim an der Stelle, aber ich wusste schon. Ich hatte eigentlich auch was vor mit ihm, so. Also, wir haben uns mal connected über einen Freund, den ich jetzt leider nicht mehr kenne, der hat Beats gemacht und so, der hat mich angerufen, komm nach Neuperlach, dann bin ich nach Neuperlach, bla bla bla. Und wir hatten damals ein Label und viele Leute wollten halt dann bei uns aufnehmen. Ich wollte halt gucken, so, wenn es in München irgendwelche Rapper gibt, die halt echt nice sind, so, dann können die gerne bei uns aufnehmen. Weißt schon so. Ich habe nie diese Politik geschoben, so, der kommt aus Neuperlach, den will ich nicht, der kommt aus Giesing, den will ich nicht. Es gibt halt diese, kennst du es, früher war das so, Milbertshofen, Hasenbergel, Harthof, Neuperlach, bla bla bla. Die Politik haben aber leider bei uns welche geschoben. Und deswegen konnte ich das Ganze leider nicht zustande bringen. Was ich schade finde, so, weil Mike J hätte es eigentlich auch schon viel früher verdient, auf der Dingsfläche zu stehen, so, weißt du? Ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, eben. Und deswegen hat es mich gar nicht gewundert, dass Polizei ins Mafia gekommen ist und der Typ krass war. Jeder hat's gefeiert, weiß schon. Aber was dann passiert ist, ich weiß es nicht. Ich bin nicht involviert in deren Label-Geschichten und bla und dies Mike und das. J ist auch ein Kandidat, der auf jeden Fall noch irgendwann hier auf der Couch sitzen wird. Ja, hoffentlich. Ich glaube, die sind beide Kandidaten. Undercover, Mike J, die haben auf jeden Fall wieder Wind in die Sache reingebracht. Und dadurch haben auch mehr Leute hier in München auch wieder bekommen, Bock zu rappen. So sehe ich das. Ich komme aus dem Münchner Norden und da ist diese Politik nicht mehr. Die sind aus Neuperlach, ich höre den Song nicht. Verstehst du? Aber früher war das so. Ja, klar. Und ich höre Leute mit dem Handy so und die pumpen sich halt einfach Schlangen im Rücken und so ein Scheiß. Und richtig nice. Und so sollte es sein. Ich feiere es, wenn die Leute hier anfangen zusammenzuhalten. Und da ist das Problem in München. Die Leute halten nicht zusammen und so. Wir ziehen uns lieber zusammen runter, anstatt zusammen nach oben. Ja, ist eher so, wenn ich nicht Fame werden kann oder wenn ich gerade nicht die Möglichkeit habe, Fame zu sein, der den auch nicht. Dann will ich auch nicht, dass du Fame wirst. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, um Gottes Willen so. Also wenn ich jemals so gedacht habe, bin ich ein Bastard. Ja, das ist die Mentalität aber von diesen ganzen Leuten. Was heißt diese ganzen Leuten? Im Kern sind alle korrekt zueinander und würden noch alle zusammen chillen vom Charakter her. Aber dann ist einfach das Ego bei den Leuten auch. Ja. Und die denken dann, er denkt so bei mir, deswegen denke ich jetzt auch so bei ihm, so oft behindert. Weißt du, was ich meine? Es ist komisch. Ich sag dir ganz ehrlich. Es ist ja auch die Münchner Mentalität, ist ja auch so. Ich meine, wenn du feiern gehst, ich bin früher so viel feiern gegangen, Alter, ich habe gewohnt im Club. Ich schwöre, ich war jede Woche da. Ob ich Geld hatte oder nicht, ich war da. So, egal, irgendwie kam ich immer rein, irgendwie habe ich immer gesoffen. Scheißegal. Aber ich habe da gelernt, weil mir war das Ganze früher gar nicht bewusst, dieses ganze oberflächliche Markenklamotten, dies, das, so, das war mir gar nicht so bewusst, ich habe das Ganze so gelernt. Aber wenn du das Ganze so vergleichst, bei Rap ist es doch genauso. Die Leute, wenn jemand jetzt gerade anfängt, Fame zu haben, ein bisschen, dann sind alle da. Ja. Dann supporten auf einmal alle. Oder dann teilen die auch mal. Teilt auch ein Video, wenn ihr den Rapper nicht kennt. Er macht Rap genau wie du. Ja, es ist der gleiche Sport. Verstehst du? So, also wir sind sowieso in einer Gesellschaft, die sowieso von von oben herab auf uns guckt. So. Und dann versuchen wir uns noch untereinander zu ficken. Das ist genau das Gleiche wie mit den Kanaken. Weißt schon so, du hast eine Gesellschaft, die komplett runterguckt auf dich und sagt, ja, ihr seid alle so und so. Und dann suchen die sich noch untereinander und sagen, du bist dies, du bist... Ich will jetzt keine Nationalitäten nennen, weil ich weiß nicht, wie das Ganze mal ausarten kann. Aber zum Beispiel dieses, du bist Türke, du bist Kurde, du bist Araber, du bist Jude, du bist, weißt du, was ich meine? Diese ganzen Differenzen, die wir noch untereinander machen, ficken uns dann auch noch mehr. Und so ist halt leider dieses Rap-Ding. Und wenn wir das gecheckt haben, dass wir uns nicht gegenseitig immer abfacken oder diese Politik machen, verstehst du? Ja. Es gibt hier viel Politik. So auch produzentenmäßig und so, weißt schon. Hilf doch den Leuten. Bleib bei deinem Producer.
Bleib bei deinem Künstler. Wenn ein Künstler 10 Jahre lang denselben Produzenten hat, ich schwöre, er wird was reißen. Egal wer. Und wenn du schau Moneyboy an. Ist so, jetzt abgesehen davon, Moneyboy ist schon funny so. Das, was er macht, ist ja nicht dumm. Er macht es mit absichtlich so. Er ist ein studierter Typ. Ja, ebenso. Der ist ja nicht blöd. Aber er wollte halt, der zeigt doch, dass du mit jeder Scheiße irgendwas reißen kannst, wenn du es richtig machst. So. Wenn es cool vermarktet Und ist. wenn die Rapper hier, wir reden so, als ob wir hier in so einem Sonderschulzentrum sind für Rapper, Alter, so die armen Münchner. Aber schau mal, wir benehmen uns die ganze Zeit so, als ob die anderen alle in ganz Restdeutschland besser sind als wir. Sind sie nicht, die kommen alle hierher. Weißt du, so, sorry, Digga, aber ist doch wahr, Alter, so. Wir sitzen immer hier und tun so, ja, aber wir Münchner, wir können auch rappen, nimmt uns doch bitte ernst. Nein, fickt euch, nimmt uns nicht ernst. Kommt nach München, an alle diese ganzen Leute in Deutschland, okay? Das ist kein Angriff, kein gar nichts, kein bla, nothing so. Aber komm nach Bayern und stell dich mit deiner Nike-Tasche, wo 2 Kilo drin sind, irgendwo an eine Grenze und mach dein Business. Mach das. Mach das hier in München. So, zeig die Eier, dass du in München das machen kannst. So. Die Leute, NRW ist endchillig. Ja. Digga, ich war da, ich rede mit dem Bullen per Du, er zeigt mir seine Tattoos. Ich so, wo bin ich hier? No homo an der Stelle. So. Aber weißt du, was ich meine? Ja. So voll, er erklärt uns, warum er uns aufhält. Warum er das macht, Hier in Bayern gibt es gar nicht. Hier gibt es nur Hände aus den Hosentaschen. Gresti. Und wenn überhaupt Gresti, so. Die Personalkontrolle geht's schon mal los. Ja. Und dann ist dieser Ton, dieser Erziehungston, weil Autoritär so. Ihr Kanaken, ihr braucht einen härteren Angang. Oder jetzt in deinem Fall, du bist ja kein Kanake, aber du wirst trotzdem so angegangen wahrscheinlich, wegen, ich weiß es nicht. Mal eine Jogginghose angehabt. Jogginghose oder Tätowierungen, Ja, ist ja wurscht. Fotzen. Aber, Digga, hier in Bayern, Alter, Leute, kommt's mal hierher. So, Ja. Jeder, mit dem ich quatsche, der von außerhalb Bayern kommt, sei es ein Kölner, sei es ein Berliner, sei es ein Hamburger, sei es egal woher, sagt zu mir, boah, bei euch hätte ich lebenslänglich. Ja, normal. Ja, Bruder, hättest du auch. Aber Ja. wenn dann einer von uns kommt und über die Scheiße rappt, dann sag nicht, ey, das ist ein Münchner. Ja. Weil wenn einer hier nicht im Knast war, das ist Kunst. Ja, ist Kunst ist es in München, wenn du nicht im Knast warst. Beziehungsweise wenn du nicht vorbestraft bist. Das ist auf jeden Fall, da bist du auf jeden Fall schon echt krass unterwegs, wenn du es schaffst, dass du hier nicht gefickt wirst mit Sachen. Eigentlich normale gesagt, Sachen. Weißt du, so normale normale Sachen. Hier kommst du ja schon in U-Haft, wenn du, keine Ahnung, einen halben Joint in der Tasche hast oder wenn du mal eine Schlägerei hast, wo in einem Club so, wo die Bullen dich halt in anderen Städten schon viel ich leichter wurde durchwinken. Ich wurde einfach verhaftet. Schau mal, ich kam vom 60-Spiel in den Euro-Industriepark, bin dort in Maggie gegangen mit 2 Jungs. Einer war Deutscher Amerikaner. Ich stelle mich an die Schlange, hol mir mein scheiß Essen, gehe dann zu diesem Getränkedings, man kann sich da selber die Getränke auffüllen am Euro-Industriepark. Mach gerade mein Getränk, und auf einmal steht ein Bulle hinter mir, maskiert mit so einer MP oder was der da hat und sagt zu mir, mitkommen. Ich so, hä? What the fuck, Alter? Habe ich das falsche Essen bestellt? Was ist los? Ja, nee, komm jetzt mit. Ja, mein Essen bleibt hier. Tag, wir gehen raus. Jetzt mal die Kurzfassung. Wir gehen raus, Kontrolle. Ich so, ich war im Stadion. Was ist passiert? Er so, ja, das erklären wir Ihnen gleich. Ich so, hier ist meine Karte, dass ich im Stadion war. Ich hab, egal was passiert ist auf dieser verfickten Welt, ich habe damit nichts zu tun. Ich komme gerade vom 60-Spiel, Alter. Lass mich in Ruhe. Sie gehen jetzt erstmal zur Sammelstelle. Ich gehe zur Sammelstelle und dann stehen erstmal 40 Kanaken da und warten. Und ich so, was passiert jetzt? Kommt jetzt ein Zug, fahren wir jetzt alle nach Dachau. Was passiert hier, Digga? So, was ist hier los? So, weißt schon, es wird kalt, es ist 11. Mein Akku 3%, Handy aus. Auf einmal die Sache außer Kontrolle geraten, dann kommt so ein Bulle, der Bulle von Method Man und Redman, dieses This is enough in Germany. Ja. Der Bulle kam dann, er so, ja, wir haben jetzt hier die Kontrolle verloren, wir machen jetzt von jedem ein Foto. Überleg mal, Digga, es ist einfach mal, keine Ahnung, es war ein Dienstagsspiel, da war 60 noch in der 1. oder 2. Liga, ich weiß es nicht. Ja, die hatten Das waren irgendwann einen Zeiten, harten Alter. Fall. Auf jeden Fall, ich glaube 2. sogar. Und du gehst vom 60-Spiel in einen McDonald's und dann wirst du einfach mitgenommen, weil du ein Kanake bist, der gerade in ein Raster fällt, weil gerade irgendwo, in ganz München, irgendwo eine Schlägerei war und da waren überwiegend viele Kanaken. Was mir dann aufgefallen ist, es waren alles Türken, ich war der einzige Tunesier. Okay? Danach wurden wir alle in die Edstraße gebracht. So, schön. In so eine Neuner-Zelle rein, stinkend, Alter, ekelhaft. Dann kam ich in eine andere Zelle mit 3 Leuten, dann kam ich in eine Zelle mit 2 Leuten, dann irgendwann in der Früh Machen wir um mal 11. Tetris. Ja, die ganze Zeit Fingerabdrücke, Fotos, dies, das. Für nix, ne? Für nix. Für das, dass ich Maggie war. Die dürfen dir deine Fotos, die dürfen Fingerabdrücke, alles dürfen. Speichel auch? Nee, Speichel. Boah, doch, kann sogar sein, Alter. Kann sogar sein. Aber die wollten jetzt von mir wieder eine Speichelprobe haben. Weil die mich mal mit Weed erwischt haben.
Aber ich bin da gar nicht hingegangen. Geht niemals hin, die dürfen keinen Speichel von euch nehmen, wenn ihr kein Vergewaltiger seid. Von Vergewaltiger dürfen rumlaufen und ich habe einen Joint geraucht und musste auf einmal eine Speichelprobe abgeben. So. Also die kommt nach Bayern, macht hier ein bisschen Faxen. Dann gucken wir mal, wie lange das Ganze so abläuft. Ja, München ist Abfuck, was das betrifft. Aber lass uns gleich mal wieder das nächste Ein bisschen Thema. abgeschweift wieder, ne? Komplett. Ach, kein Ding, Digga. Whole Story. Alles gut. Muss mich immer von der Bahn holen, wenn es ist. Du hast jetzt dein letztes Release gemacht mit Acro Picasso zusammen. Yes. Alles wie gewohnt. Ja. Das Stabiler war das erste Release jetzt seit 8 Jahren. Echt? Was ich jetzt rausgehauen habe? Ja, weil das letzte war Lacho Divis mit Shadow. Er hat 2012. dich quasi so voll wieder back geholt. Der Agro hat mich wieder back ins Game geholt. Und ich muss ehrlich sagen, es hätte auch nicht mit jedem passiert. Also ich hätte nur Shadow oder Noise als erstes gefeatured, wenn ich was gemacht hätte. Aber ich habe den Agro jetzt, glaube ich, wir haben uns jetzt ein bisschen, 2 Jahre, ein bisschen länger, kurz kennengelernt. Weil ich habe den schon gefeiert. Ehrlich gesagt, ich beobachte ja so. Ja. Ich sitze ja nicht da und denke mir so, und ich sehe so, was gibt's Neues in München, was geht ab, bla bla bla. Und irgendwann bin ich bei YouTube auf ihn gestoßen so, und dann dachte ich mir so, ein Song, krass. Dann, der ist ja voll das Release-Monster. Bam, 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 immer so, ja. Respekt, ich feiere den Typen einfach. Auch ein herzlich guter Mensch. Das hat jetzt auch nicht viel mit nur Rappen zu tun, weil er ist ein cooler Rapper oder so, sondern er ist auch ein nicer Dude, so, mit dem kann man sich unterhalten. Er ist ich gehe nicht davon aus, dass er eine Snitch ist oder so ein Nee, er kommt sehr, sehr korrekt rüber. Und er ist ein sehr gerader Typ auf jeden Fall. Und ich habe den halt auf YouTube so gesehen, habe mir so ein paar Songs angehört und irgendwann habe ich diesen Song Freistaat gehört. Kennst du den? Ja, wir haben ihn im Intro gehabt. Alter, der hat mich aus den Socken geholt, Mann. Das war endlich, Mann. Endlich Digga, mal jemand, der die Sache so erklären kann in einem Song. Verstehst du? Ja. So, kommst mal nach Bayern und zieh dir mal die Nummer hier rein, so, weißt schon. Und er ist jetzt kein Kanake oder so, ist jetzt nicht so der Boxerschnitt Mahmoud sozusagen, weißt schon, der jetzt da steht und sagt, ja, wir sind, sondern Aber er hat schon so eine Attitude. er hat so eine Attitude, so, aber seine eigene Attitude, Ja. und das ist halt das Gute an der Sache. Und da habe ich halt ein paar Sachen von ihm geteilt, dann habe ich ihn angefangen zu folgen auf Insta, bla bla bla, dies, das, irgendwann haben wir geschrieben, haben wir gesagt, komm, lass treffen. Dann haben wir uns getroffen und alles war cool, so, und ich habe den gleich gefeiert eigentlich. Ich glaube, er mich auch, weil sonst wäre das Ganze ja nicht zustande gekommen, aber in erster Linie ist er ein nicer Dude und dann kann man auch coole Musik miteinander machen. Und dann habt ihr euch entschlossen, den neuen Song zu machen. Oder er hat halt gesagt, hey, komm vorbei, lass mal ein Feature machen für mein Ja, meine ich bin EP. gleich ich bin mit Neuss hingefahren zu ihm, war gleich bei mir um die Ecke eigentlich, ich wohnte in Neuhausen. Und dann haben wir uns erstmal hingesetzt, gequatscht natürlich, so ein bisschen kennengelernt, Story hier, dies, das, das Übliche. Und irgendwann ein Beat gepickt oder mehrere Beats gepickt. Ich weiß nicht, ob ich die Story zu dem Song erzählen darf, keine Ahnung. Ich lasse es mal. Aber wir haben schon sehr früh uns schon den Song überlegt. Also den Song haben wir sehr früh schon gemacht. Wir haben, glaube ich, ja, wir werden auf jeden Fall viel mehr miteinander machen. Das ist also die Jungs von Ambition Mosaik, wir sind sehr, sehr cool mit denen, sehr nah mit denen. Ich bin jetzt nicht bei Ambition oder so, aber mit den ganzen Leuten, die da sind, sind wir eigentlich ist eigentlich sehr nice. Ist auch eine sympathische Truppe. Und den Memo zum Beispiel, den kenne ich ja auch schon, der war ja früher bei Munich Nordside. Falls dir das ein Begriff ist. Nee. Nicht wirklich. Memo kenne ich nur durch Acro Durch den Agro, ne? Ja, aber den kannte ich auch schon von früher, aber auch so flüchtig eher so. Aber wir haben trotzdem, ich habe einen Song mit seinen Jungs gemacht, damals noch. Pura Maghreb, glaube ich, hieß der. Ja, Mann, Pura Maghreb. Geiler Song. Den habe ich nur auf MySpace auch rausgehauen. Ich habe früher mal noch auf MySpace released. Also MySpace war mal heftig, ja. MySpace war krass, Alter. Aber MySpace ist bei mir auch schon, Digga, ich bin 27, MySpace ist bei mir auch schon so eher vorbei gewesen. Ja, ich bin voll der alte Sack, Alter. ICQ, aber MSN immer noch so. fresh. ICQ, MSN. Ich habe meine Songs per MSN drüber geschickt, Digga. Ich hab bei MSN aufgenommen. Nee, mit Mann, also Headset, über MySpace habe ich immer released. Aber das waren auch, also ich habe sehr viele Feature-Songs. Ich habe selten einzelnen Song. Ich habe schon ein paar rumliegen und so, aber bei meinen eigenen Songs, außer das HDF, weil das lag dann nicht mehr in meiner Hand, ne, so, ich bin da sehr, sehr, ich könnte jede Woche den Song neu aufnehmen, weil mich da immer irgendwas langweilt. Da kann der Agro auch schon, ich komme so zu ihm, ich so, Digga, ich muss das nochmal machen, weil er so, hey, so einmal reicht, ich so, Digga, ich muss es normal machen, weil irgendwo in meinem Kopf passt es halt nicht, oder ich muss die Line nochmal besser machen, oder
Kennst du es, du schreibst einen Text in 2-3 Stunden, manchmal brauche ich 4 Stunden und manchmal brauche ich halbe Stunde, ist das immer unterschiedlich. Und dann gehst du nach Hause und dir fällt nochmal eine bessere Line ein, wo du sagst, boah, die hat mehr Sinn. Dann mache ich das nochmal, ist mir scheißegal. Weil am Ende des Tages, wenn ich das raushaue, dann ist es schon draußen. Und dann bringt es mir auch nichts, wenn ich eine bessere Line auf Lager hatte. Ja. Weißt du, so, Ja, so denke ich halt jetzt. Und deswegen lasse ich mir... Es ist wie so, wenn du spontan in eine Diskussion verwickelt wirst, dann fallen dir nach der Diskussion eigentlich die besten Lines ein, wie du die Diskussion voll gerippt hättest, so, ja. Ja. Schon, Ja, weil man dann so sachlich überlegt und nicht emotional. so, was hat er eigentlich gesagt, so? Ja. Ich hätte ihn eigentlich so ficken können. Ich Ja, hab habe da eigentlich gar nicht viel Probleme damit, jemanden verbal zu ficken. Sag ich dir, ganz ehrlich. Das ist so eine Rapper, das wissen Leute. so eine Rapper-Grundausstattung. Ich weiß auch gar nicht, woher ich das habe. Ich weiß auch gar nicht, seit wann ich das habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, es hat früh angefangen, dass Leute mich irgendwohin mitgenommen haben und dann zu Leuten gesagt haben, so, ey, den kannst du nicht verarschen. Geh mal hin, versuch den mal zu verarschen. So. Kriegst immer einen Spruch. Manche haben mir sogar vorgeworfen, ich überlege meine Sprüche in der Nacht, bevor ich schlafen gehe und am nächsten Tag baller ich die, Digga, nein, Mann. Aber irgendwann wurde mir das bewusst und deswegen habe ich mir dann gedacht, hey, scheiß drauf, ich rap diese ganzen Sprüche jetzt einfach immer. Ja, ist so cool, weißt du, Digga. Deswegen Farid ist auch, Rap, Digga. Man, genau, Farid, da wollte ich gerade hinaus. Rap ist dieser Punching, dieser, sagt man Punching Ball, wo man so reinboxt so, aber mit Worten, verstehst du? Und dann kann man so richtig die Sau rauslassen. Und Farid, an der Stelle muss ich sagen, bevor Farid kam, hatte ich ja schon Farid diese Lines, ne, so im Kopf. Farid Bang hat mein Leben gefickt. Als ich JBG gehört habe, konnte ich erst mal meinen halben Block wegschmeißen. Aber ihr habt mit Farid Bang auch einen Auftritt gehabt oder was hattet ihr da? Ja, da war, er war hier auf Tour, glaube ich. Und Shadow und ich durften quasi die Vorgruppe machen. Im Backstage war das. Ja. Alle mal kennengelernt und gechillt. Warum ist da nicht mehr entstanden? Ganz kurz, also Farid, ich habe ihn nur kurz gesehen, gegrüßt, dies, das. Das war irgendwie so alles so ein bisschen abgetrennt. Ich weiß nicht genau, was da ablief. Das ist das Problem, wenn man zu viel kifft. So irgendwann weiß man nicht mehr, warum, wie nicht passiert ist. Wir saßen einfach in unserem Backstage-Raum, Shadow und ich und noch mehr Leute dazu. Da waren auch noch andere Rapper, die aufgetreten sind an dem Tag. Und mit Farid also ich persönlich habe jetzt nicht viel mit Farid geredet. Wir haben uns nur kurz gesehen, kurz gegrüßt, so Salam, Salam, alles klar. Er ging in seinem Backstage-Bereich, wir haben bei uns gechillt. Bei denen waren die Getränke voll, bei uns waren die Getränke leer. So der Modus. Ihr seid Münchner, ihr Missgeburten. In München, ne, so. Das meine ich, Alter. Diese Stadt ist eine Fotze, Alter. So. Die Leute machen einen auf denen, aber ihre eigenen Leute. Deswegen, ein Arzt heilt nie in seinem eigenen Dorf, habe ich mir letztens sagen lassen. Das ist ein krasser Spruch. Ja. Aber der soll real sein. Ja, weil irgendwie... Muss man drüber nachdenken. Aber es ist so. Ja, es ist so. Weißt du, das ist... Deswegen, Leute, danke für euren Support. Alles cool. Ich bin jedem dankbar, der supportet. Aber ja, damals waren wir Farid Bang Vorgruppe. Und das war halt echt geil eigentlich. Also ich habe Farid schon immer... Also beim ersten Album habe ich den schon tot gefeiert. Da haben die Leute noch... Oder 5000. Da haben die Leute noch gesagt so, Digga, was willst du mit dem? Der kann nicht mal richtig reden oder rappen oder was. Digga, hör dir mal die Lines an, Alter. Das ist genau mein Kopf so. Du sitzt da, du führst gerade ein Battle mit jemandem und der will dich dissen und du sagst zu ihm, deine Mutter ist wie eine Shisha, ohne Kohle geht nix. Digga, ich sterbe bei sowas. Ja. Ich sterbe bei sowas, weil da... Kollege auch, Digga. Ich stelle alles Kollega auf den ist halt Kopf, so eine andere... afrikanische Frauen. Oder weißt du, was krass ist von Kollega, Digga? Marco, ein Kollege von mir, Gruß geht raus an Marco, hat mich damit voll gelabert. Der ist auch voll auf die Line hängen geblieben. Er hat irgendwie gesagt, heute fragt Kool Savas nach Feature, damit er sagen kann, dass er die Nummer 1 kennt, wie Supermarktkassierer. Was für eine kranke Line, Digga. Ja. Das ist schon heftig. Ja. Aber ja, Farid, cool, Digga. Das checken Leute, die mit Rap nichts zu tun haben, merken gar nicht diese Kunst dahinter. Ja, weil die machen das ja auch auf Albumlänge. Die machen das ja nicht einmal, sondern die machen es auf 5 Alben. So. Ja. Das ist dann schon... Das ist dann der Goethe der Neuzeit, der Kopf Digga. Muss rauchen, so dann in dem Fall. Ja, ich denke auch, wie kommst du aus sowas? Aber lass uns doch über deine eigenen Projekte in der Zukunft sprechen. Was hast du denn in der Zukunft vor jetzt? Willst du was releasen? Ja, ich habe auf EP? jeden Fall was geplant. Und ich kann jetzt nicht sagen wann, weil wir haben jetzt dann bald Ramadan. Ich wollte eigentlich diesen Monat loslegen. Aber ich möchte ungern während der Ramadan-Zeit solche asozialen Punchlines von mir geben. Weil das dann Haram. Weil das den Haram-Status dann ein bisschen erhöht und das möchte ich nicht. Ich möchte einige Sünden verlieren, bevor ich wieder neue in Kauf nehme. Ja, ich glaube, also, was haben wir jetzt? April? Ja.
13, 14, 15, irgendwann sowas. So gerade. Die Zeit rennt richtig, jetzt auch mit dieser ganzen, darf man das sagen eigentlich? Corona? Ja, wir sind ja, ich bin ja mit Attest hier, so, ne? Ja. Also, ja, wir sind ja gerade hier nur 3 Leute in einem Zimmer. Alles okay, cool. So. mit 1 Meter Abstand natürlich. Ja, wir haben richtig 1,5 Abstand. Meter. Aber ja, wenn diese Zeit jetzt erstmal, also die Zeit ist eigentlich nice, um die Sachen fertig zu machen, weil man kann gerade gar nichts anderes machen. Keine Arbeit, Unternehmen kann man jetzt auch nicht viel und so. Ja, es ist abfuck, Digga. Da kann man schon echt ein paar Songs fertig machen. Einen wollte ich eigentlich schon vorher raushauen, bevor wir dieses Alles wie gewohnt releasen vom David, vom Agro. Aber hat nicht so ganz geklappt. Jetzt muss ich halt gucken, so auf jeden Fall, ich habe einiges vor. Weil ich muss den Leuten ja auch erklären, schau mal, die Leute, die Frage hast du mich jetzt nicht gefragt, aber jeder kommt immer und sagt so, Coca Slim, bist die ganze Zeit auf Koks, hast du Koks? Dies, das, also ja, verbinden wie bist das du immer zu mit deinem Coca. Namen gekommen, ja. Und dieses, das Ganze hat... Kanake ohne kriminelle Absichten. Digga, woher weißt du das? War das nicht dein Dings in Insta? Hast du es gecheckt? Ja klar, übel, ich hab's sofort gecheckt. Hast du es gecheckt? Kanake ohne kriminelle Krass, dann Absichten. bist du der Erste, der es von selber gecheckt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Deswegen hab ich vielleicht doch nicht gefragt. Ich habe das seit Anfang an und ich wollte es nie irgendwie so verraten. Ich wollte mal gucken, wie denken die Leute so. Im ersten Moment denkst du an Kokain, ja. Ja, ist ja klar. Ist auch der Wortwitz im Endeffekt. Ja, aber ich hieß bei Insta Kanake ohne kriminellen Absichten sehr lange eigentlich. Ich habe Insta seit keine Ahnung wie lange schon. Followerzahlen halten sich bedeckt, aber ich hatte Insta schon 2012 und hab's nicht ernst genommen, weil ich mir dachte so, okay, ist ein Portal für ein paar Bilder und dies, das, bla bla bla, ab und zu mal wieder reingeguckt. Da hieß die schon Kanake ohne kriminellen Absichten. Okay? Und trotzdem hat's keiner gecheckt. Und immer wenn ich sage, hey Jungs, das Coca steht für Kanake ohne kriminellen Absichten, dann so, Alter, wie behindert bist du denn so? So Zero-mäßig, so. Aber ja. Super intelligentes Drogenopfer. Ja, ja aber wenn man sagt halt Coca Slim, dann denken alle so, ja okay, der macht hier gerade auf Pablo. Der macht auf Koks und dies und gib mal und bla. Ja. Ist halt aber der du sollst ja auch ein bisschen deinen Kopf einschalten, weil der Kanake hat keine kriminellen Absichten. In der Regel hat kein Mensch kriminelle Absichten. Außer man ist dazu gezwungen, irgendwie sein Geld zu machen. Weil man muss ja auf dieser Welt überleben und da werden halt Menschen kriminell. Kriminell ist nur eine Auslegungssache. So. Nur weil einer sagt, das ist verboten, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Das Ding ist halt, dieses ganze Ausländer-Ding ist teilweise in Deutschland auch voll lächerlich. Weil, wenn ich jetzt nach Frankreich gehe, bin ich auch Ausländer. Weißt du so, es ist, egal, ich will dieses Thema nicht vertiefen. Ich habe da noch einen Gesprächspartner in den nächsten Artist Talk Folgen, wo wir da auf diese ganzen Sachen mehr eingehen. Da kannst du mit mir so krass auf diese Themen eingehen. Ich weiß nicht, wir sitzen jetzt 3 Stunden und können darüber noch reden. Ja, das ist es. Wir brauchen 2 Folgen auf jeden Fall. Ja. Können ja mal eine Kanaken-Theorie Artist Talk wir haben ja alles schon. Wir können Drug Talk eigentlich füllen. Ja. Weißt du, wir können Knast-Talk eigentlich füllen. Also manche Menschen hassen mich wegen diesem Rassismus-Thema, weil ich bin da echt, ich mache das Ganze genau wie die Bild-Zeitung, nur aus der anderen Seite. Aber lass uns das nicht aufmachen. Wir machen das nicht auf. Lass uns das nicht aufmachen. Lass uns das aufheben für nächstes Mal. Ja, wir werden auf jeden Fall noch auch vielleicht mal, ja, wir planen coole Sachen. Vielleicht wir wollen eigentlich auch mal ein Poker-Battle machen. Oh ja. Wo wir dann so an einen Tisch direkt so 5, 6, 7 Rapper holen mit Kamera und dann schauen wir mal, was passiert. Wer das beste Poker Vielleicht klatschen die sich, vielleicht haben sie sich lieb. Nein, Mann, schau mal, wir haben uns, glaube ich, alle lieb. So, wir sollten eigentlich dieses ganze... Mann, wir kommen aus einer Stadt, wie gesagt, alle am Ende des Tages so, FC Bayern ist in ganz Deutschland nicht so beliebt, obwohl er viele Fans hat. So, aber wenn du so hörst, wo ich in Köln war, Digga, ich habe gesagt, ich komme aus München, haben die mich schief angeguckt, dann habe ich gesagt, ich bin aber 60er, dann haben die mich umarmt. So, du weißt schon, also das sind schon 2 verschiedene Welten. Wenn du Münchner bist, außerhalb Bayerns, beziehungsweise außerhalb Münchens, dann hast du auch echt die Arschkarte gezogen. Aber nicht im Sinne von Arschkarte gezogen, dass du so ein Spast bist oder ein Idiot oder so, sondern dieses ihr seid ja voll die Arroganten und tralala. Und dann kommt so ein Dude wie ich da an so und dann sagen die so, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass du Münchner bist. Deswegen, liebe Münchner, ihr könnt echt froh sein. Das ist ein Kompliment für mich, wenn jemand mir sowas sagt, weil ich möchte nicht dieser versnobte, spießige Münchner sein, der dieses Hauptbild hergibt. Also, weißt du, was ich meine? So dieses Bild, was man hat von München, ist halt Augustinerbier trinken zur Mittagszeit und CSU wählen. So, und das sind wir halt alle nicht. Ich meine, wie gesagt, wir haben noch mehr zu bieten. München hat
Kommt's Viel, in unsere asozialen Ecken. Die sagen doch immer so, da ist Milbertshofen ist asozial. Neuperlach ist asozial. Soll ich dir was da sagen? Hasenbergel ist asozial. Ich warte dann auf den kommt's dahin. Punkt. Ich warte wirklich auf den Punkt, Digga, und ich glaube, das wird in den nächsten 5 Jahren passieren. Ihr könnt alle dieses Interview nehmen als Prophezeiung. Wenn mal in München wirklich einer Fame und Rich wird, self-made rich einfach. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mann. Sido war ein Broker-Typ in Berlin, abgefuckter Junkie, Digga, und ist dann der richeste Typ, hat plötzlich 30.000 Euro Uhren, dies, das. Wenn das in München passiert, dass hier ein Typ von der Street rich wird durch Rap, Alter, dann halten alle die Fresse. Ja, aber das versucht man die ganze Zeit irgendwie so zu vermeiden, habe ich das Gefühl. Ja. Die Labels wollen das nicht, weil keine Ahnung, vielleicht ist ja auch der Druck von oben so. Ist genauso wie mit dem Cannabis. So, warum wird hier in Bayern so krass auf Cannabis rumgehackt? Ich sag dir warum. Weil sonst diese Bierindustrie nicht mehr so funktioniert. Ja, klar. Schau mal, was hier alles ist, Mann. Paulaner, Ja, klar. Augustiner, Es ist so. Erdinger, all diese... Die Politik ist eigentlich Keine gerade Namen nur nennen. darauf aus, dass die halt einfach, die werden Cannabis legalisieren, 100%, aber wenn sie ihren Profit damit auch machen. Ja, Die aber Fakt ist gerade einfach so hart ab, die die machen- Strafen sind so hoch, weil sie wissen, hey, da geht viel Geld. da geht viel Geld, aber es geht auch so, die wissen doch, dass viel Geld geht. Das haben doch schon amerikanische Staaten bewiesen. Es haben so viele Ecken schon bewiesen, dass da viel Geld reingeht. Aber du darfst nicht vergessen, wir haben hier die Dreckswiesen, wo Leute sich so kaputt saufen, auf dem Kotzberg sich selber ankotzen, während sie den Schwanz in den Arsch kriegen und das nicht mal merken, Alter. Und das wird dann so gehypt und so krass gefeiert und die Leute sind voll so, ja, Prosit, saufen. Aber dann rauchst du einen Joint und bist der entspannteste Mensch der Welt. Ja. Kotzt niemanden an, pöbelst niemanden an, krapscht keine Frau an, machst gar keine Moves, keine Harakets. Zack, bam, du hast 100 Gramm, 3 Jahre Bewährung. What the fuck? Ja. So, chill mal. Und deswegen, ich glaube, die Politik funktioniert so, dass jetzt kommt die Verschwörungstheorie, das Bier, diese Alkohollobby zahlt, glaube ich, den bayerischen Staat oder den Bullen oder wem auch immer, der dafür sorgt, dass dieses Cannabis unterm Teppich bleibt, also verschwindet. Erstens, die machen damit die Statistiken voll mit den ganzen Kanaken, die sie basteln mit 0304 hinten im Weißt du, Park. was diese Steuer für eine Summe einspielt? Ja, Allein die Alkoholsteuer. aber die Digga. Bullen brauchen das hier für die Statistik. Die brauchen das für die Statistik, damit sie sagen können, schau mal, wie viele Drogendelikte wir haben. Im Das sind aber keine Endeffekt, Drogendelikte. Digga, im Endeffekt zahlt eine Biersteuer, wenn man mal so redet, ich will jetzt keinen Scheiß reden, bitte fick mich in den Kommentaren, wenn es sein muss, aber ich glaube, dass eine Biersteuer auch Gehälter von Polizisten zahlt. Weißt du, was ich meine? Schau. Wenn das stimmt, ihr seid alle Hurensöhne, weil dann weiß ich, dann bestätigt sich alles, was ich dann gesagt habe. Warum? So. Es ist auch eine Mehrwertsteuer auf einen Snickers, das du kaufst, finanziert das Gehalt von der Polizei. Ja. Zahlst dann nicht Staat, der Staat hat Ausgaben. Und die kommen dann und langweilen mich, während ich auf die U-Bahn warte, am Hohenzollernplatz, vor lauter Allmanns, werde ich dann da vor den Leuten kontrolliert. So, als ob es ganz normal ist. Und diese schief guckenden Missgeburten gucken mich dann auch noch an, so nach dem Motto, haben die Bullen schon gut gemacht. Jetzt fühle ich mich sicher. Die haben hier bei dir nichts gefunden. So. Ja. Hey, Alter, langweilt's mich nicht. Dann Ne? nochmal zu deinen Projekten zu sprechen. Du hast in der Vergangenheit auch mit Zero 40 viel gearbeitet. Shadow. Einer, 40. Shero 40. Und mit wem hast du denn in der Zukunft noch was vor? Also mit Shadow auf jeden Fall. Der ist so wie mein Bruder auch, genau wie Noise. Wir haben, ja, also was da genau oder wann da was kommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Monate, ich denke eher nach Ramadan, wie gesagt, ich will während Ramadan keine Sünden begehen. Und danach werde ich erstmal einen Solo-Song raushauen. Aber ich will da jetzt nicht so viel spoilern. So, wer mir auf Insta folgt, der kann sich schon denken, was kommt. So, also ich habe da einen kleinen Plan. Und ja, ansonsten von Noise kommt also da habe ich ein paar Sachen gehört, die sind krass. Ein bisschen neuere Musik auch als sonst, was man so kannte von ihm. Der hat ja auch jetzt einen neuen Künstlernamen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es war früher auf jeden Fall J-Flash, den kannte man dann schon. Und jetzt ist er unter Noise. Mit dem werde ich auf jeden Fall viel arbeiten. Agro Picasso sowieso. Und ein paar von Ambitionen wahrscheinlich. Also mal gucken. Ich bin für alles offen. So wie gesagt, ich bin kein Fan von Ausgrenzungen und weißt schon, also wenn der Vibe mir passt mit jemandem, mit einem Künstler auf menschlicher Ebene und auf musikalischer Ebene, dann können wir alle richtig gut reißen, glaube ich. Ich denke, die Stadt hat endlich viel Potenzial. Jeder sollte ein bisschen mehr irgendwie
mit dem anderen zusammenarbeiten, dann könnten wir auch viel mehr reißen. Ich persönlich denke, Shadow und Noise sind jetzt die ersten, mit denen ich dann was raushauen werde. Und mit Agro Picasso natürlich auch. Ja. Okay, cool. Möchtest du noch jemanden grüßen? Wo, in welche Kamera? Ein Lieder? Ja. Wen möchte ich grüßen? Also das ist, wenn ich jetzt anfange, Leute zu grüßen, dann hört das irgendwann auf und dann sagt der andere, warum hast du mich nicht gegrüßt? So. Und dann ist das so voll behindert. Ich grüße jeden, der mich irgendwie feiert und supportet, jeder, der mir immer irgendwie, wie soll ich sagen, Arschtritte verpasst. Das muss ich auch noch sagen, so, da waren echt Zeiten jetzt gerade, die ich hatte. Also Noise ist einer von denen oder derjenige eigentlich, der mir die ganze Zeit sagt, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr zu rappen, Mann. Also ich hatte echt keinen Bock mehr. Also ich hatte einen Burnout nach der Zeit, ne, nach der Arbeit. Und da war ich halt mies down. Ich habe entweder gekifft, war nur zu Hause wie so ein richtiger Spast. Okay, eigentlich nur Playstation gespielt, gekifft, Playstation gespielt, hier, da, dies, fick, bababum, das Übliche halt. Aber irgendwann dieser Noise, Mann, die ganze Zeit, hey Bruder, jetzt mach doch mal dies, das und so. Du bist klar, so, gib mal Gas, krass, Alter, was ist los, so dies, das, blablabla. Und dann kam der Agro Picasso noch ins Spiel. Und die zwei sind eigentlich die, wo ich gesagt habe, okay, krass, die haben mir wieder voll Bock zu geben. Erstens, wie ich gesehen habe, wie der Agro arbeitet. Ich kenne keinen in München, der das so macht und ich glaube, ich werde auch keinen kennen, der das genauso macht. Ich kenne keinen Typen, den ich einfach mal in einer Woche, wenn wir telefonieren und auf einmal sagt er so, ja, ich habe jetzt das Wochenende 3 Songs gemacht. Er lebt den Scheiß halt, ja. Kenn ich nicht. Ja, okay. Und so wäre ich auch gerne und deswegen habe ich dann aufgehört zu heizen und habe gesagt, hey, ich muss jetzt aufhören zu kiffen, Digga, 10 Jahre durchgeheizt wie ein Spaß, geht gar nicht. Und das habe ich dann im November endlich mal geschafft. Und dann wurde mir erst klar, so, wie unfokussiert man ist. Und deswegen, wie vernebelt die Sicht ist. Die vernebelte Sicht, da gibt es auch noch einen Song eigentlich. Schau mal, wir haben eigentlich schon, ich hatte ein Projekt mit Noise und noch ein paar Leuten, aber das haben wir dann in den Wind geschossen. Aber wir haben einiges vor. Wen ich grüßen möchte, ist jeder Mensch, der mir über den Weg gelaufen ist, der immer Gutes für mich wollte. Die immer Schlechtes für mich wollten, grüße ich auch. Ich wünsche jedem das Gleiche, was er mir wünscht. So. Und ich hoffe, wir werden alle mit unseren, wie sagt man, das ist ja schon unsere Leidenschaft. Ne? Ich hoffe, jeder hat damit Erfolg. Jeder Produzent, jeder Rapper, jeder Schauspieler, jeder Künstler, der irgendwie was macht, soll Erfolg haben. Jedem sei alles gegönnt, weil die Menschen, dieses System will, dass wir versklavt sind. Und das ist für mich der einzige Weg, irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Und wenn jeder denkt, er könnte was draus machen, dann soll er es einfach machen. Egal wer so. Und wenn du Prostituierte wirst und du denkst, du bist die Beste, dann wird Prostituierte. Das ist scheißegal. Nur nicht zu Ramadan-Zeit. Ja, keine Ahnung. Das war's eigentlich von meiner Stelle, von meiner Seite. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg für die Zukunft. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, richtig rein korrekt von dir. Peace. Jo Leute, was geht ab? Das war die neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den YouTube-Channel, macht eine Bewertung, schreibt einen Kommentar, aktiviert die Glocke. Checkt die Beschreibung, checkt die Links von unseren Künstlern, checkt die Links von uns auf Instagram, folgt uns allen auf Instagram, Soundstar Studios, Erich Kanli, Pidada, Nikolarisch und so weiter. Auch in anderen Social-Media-Kanälen könnt ihr uns gerne verfolgen. Wir haben auch den Link zu unserem Online-Shop in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das ein oder andere Shirt kaufen, ein Pullover, ein Aschenbecher. Schaut einfach mal rein, wir haben dafür jeden was dabei. Plus, ihr könnt auch noch in der Beschreibung sehen, was für Equipment wir hier gearbeitet haben. Falls ihr auch mal Bock habt, solche Videos zu machen, wünsche ich euch viel Spaß. Mein Name ist Erich Kanli, das ist Artist Talk. Haut da rein.